Chemie ist allgegenwärtig und wird nahezu bei jeder Produktion benötigt. Die Frage in diesen Zeiten aber ist, wie grün kann Chemie werden? Die Heffner-Gruppe hier in Ludwigsburg im Großraum Stuttgart versteht sich als Vorreiter im verantwortungsbewussten Umgang mit Chemikalien und sucht außerdem weitere Geschäftsfelder Richtung Life Science. Also genau in dem Bereich, wo wir Chemie hautnah erleben. Wie grün das wirklich geht, darum sind wir hier. Thomas Dassler, werfen wir zunächst einen Blick auf Ihr Kerngeschäft. Sie sind Chemiedistributeur. Was macht man da? Wir verbinden die chemische Industrie mit der verarbeitenden Industrie. Ein anderes Wort dafür ist Produktionsverbindungshandel. Das heißt, Sie produzieren nicht selbst, sondern Sie stellen nur zur Verfügung, so wie es der Kunde braucht? Richtig. Wir liefern in ganz viele unterschiedliche Industrien, wie zum Beispiel die Farben- und Lackindustrie, Kunststoffindustrie, die Automobilindustrie oder auch die Papierindustrie und bieten den Kunden ein ganz breites Spektrum an organischen und anorganischen Industrie- und Spezialchemikalien und stellen passgenau zur Verfügung. Das heißt, der Kunde bestellt bei uns in der gewünschten Qualität, Menge und Verpackung und wir stellen dann bedarfsgerecht und auch in kleinen Mengen, so wie der Kunde das benötigt, zur Verfügung. Und daher Ihr Spitzname Säure Heffner? Der Spitzname Säure Heffner geht zurück auf den Firmengründer Hugo Heffner, der 1903 das Unternehmen als Handelsagentur für Säuren gründete. Sie schlagen als Geschäftsführer den Weg in Richtung Life Science. Warum eigentlich? Laufen diese Geschäfte schlecht? Der Handel mit Industriechemikalien ist nach wie vor unser Brot- und Buttergeschäft, will ich mal so sagen. Und da wird uns auch nicht langweilig, da haben wir gut zu tun. Aber mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder, wie zum Beispiel im Bereich Life Science, diversifizieren wir uns weiter und machen uns unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen. Das heißt also, auch wenn es in der Chemie, also in den klassischen Industriemärkten, zum Beispiel durch den Umbruch in der Automobilindustrie, vielleicht auch bei einigen Produkten oder in einigen Bereichen mal nicht so gut läuft, sind wir unabhängiger von wirtschaftlichen Schwankungen, dadurch, dass wir halt in auch konsumnahe Bereiche, wie zum Beispiel den Handel mit Chemikalien für die Wasch- und Reinigungsmittelindustrie oder Kosmetikindustrie einsteigen. Und davon wollen wir profitieren. Wir haben hier ein einzigartiges Verfahren entwickelt, speziell auf uns konstruiert. Wir nehmen Anfallprodukte, Abfallprodukte aus der Jodindustrie und verarbeiten diese neu, wie zum Beispiel Kaliumjodid. Abfallprodukte sagen Sie, Anfallprodukte, Ja. Was meint das und was können Sie hier damit bewerkstelligen? Es gibt Ströme, die aus Abfall resultieren. Wir haben Kooperationen mit Abfalldeponien, um an diese Stoffe heranzukommen, um dann anschließend diese Stoffe zu recyceln, umweltfreundlich, nachhaltig und neue Produkte herzustellen. Anfallprodukte, das ist der Part aus der chemischen Industrie, dass bei einer Produktion, in einer großen Firma, in einem chemischen Unternehmen ein Stoff anfällt, den wir dann aufnehmen, bevor er die Deponie erreicht. Deswegen definieren wir Abfall und Anfall. Rechnet sich dieser Aufwand? Rechnen tut sich natürlich allemal und der Absatz für diese Produkte ist größer, als wir produzieren können. Kai-Uwe Frank, wir sind im Hochregallager. Dass wir hier drin stehen, ist die absolute Ausnahme. Normalerweise geht das wirklich vollautomatisch, nur maschinell. Warum? Es ist effektiver, schneller, schonender für meine Mitarbeiter und bei weitem weniger Fehler belastet wie ein manuelles Lager. Wie viel Chemie haben Sie tatsächlich hier und welche Formen von Chemie haben Sie hier gelagert? Primär Feststoffe, aber auch Flüssigstoffe, brennbar, giftig, ätzend. Also hier ist alles, was man sich unter Chemie so vorstellt. Alles, was kein normaler Mensch zu Hause hat, haben wir hier. Genau. Wenig Sauerstoff, man merkt das, also wenn man hier steht, man wird kurzatmig. Warum? Dadurch benötigen wir keine separaten Löschanlagen, da ein Feuer gar nicht entstehen kann. Wir sind bei 13,4%. Ich kann es gerne mal vorführen. Hier brennt noch nicht mal ein Feuerzeug. Also es kann kein Brand entstehen. Entspricht ungefähr 4000 Höhenmetern, also Matterhorn. Auf dem Gipfel stehen wir sozusagen, was der Sauerstoffgehalt angeht. Automatisierung dient nicht nur der Sicherheit, wie gerade gesehen, sie dient auch der Effizienz. Eine Frage der Ressourcen und eine für die Mitarbeiter.
Dirk Martin, lässt sich Chemie digitalisieren? Absolut. Wir analysieren fortlaufend natürlich unser Digitalisierungspotenzial und setzen dann natürlich die Projekte Stück für Stück um. Betrifft das denn nur Ihre internen Strukturen oder was hat der Kunde davon? Dadurch, dass wir die Prozesse optimieren, verschlanken, erweitern, hat natürlich der Kunde sehr viel davon, weil wir haben schnellere Durchlaufzeiten, wir haben bessere Reaktionszeiten und dadurch hat der Kunde einfach profitiert von diesem ganzen schnelleren Informationsstand. Aber geht diese Automatisierung nicht auf Kosten der Mitarbeiter? Nein, sehe ich so ganz und gar nicht, weil der Mitarbeiter muss mehr leisten im gleichen Zeitrahmen und wir helfen durch die Digitalisierung. Wir rationalisieren nicht, sondern wir unterstützen und so sehen wir uns auch. Florian Grandl, wie grün kann Chemie tatsächlich sein oder zumindest werden? Ja, die Chemie kann wirklich sehr grün sein. Wir sehen das, wir erleben das tagtäglich von Mutter Natur. Hier haben wir eine Photosynthese, die ein absolut chemischer Prozess ist. Und dieser Prozess ist grün. Merken Sie, dass die Chemie einen anderen Ruf hat als noch vor ein paar Jahren oder was passiert da gerade? Also ich sehe das folgendermaßen. Chemie ist weder gut noch schlecht, sie ist einfach notwendig. Und kaum ein Produkt kann heute ohne den Einsatz von Chemikalien hergestellt werden. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel dazu. Vor 40, 50 Jahren wurde die Wäsche bei 90 Grad nur sauber. Heute, dank moderner Hilfsmittel und Enzymen in der Wäscherei und in der Waschmittelindustrie, schaffen wir es auch bei 30 Grad, die Wäsche sauber zu bekommen. Also das spart Energie.